Überleben optional. Südostwochenbericht vom 12. Januar bis 18. Januar 2026. Verhärtete Fronten. Hallo? Ja, läuft. Einsatzzentrale, bitte kommen. Hier meldet sich wieder euer ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Ich bin heute wie eine Packungsbeilage. Liest keiner freiwillig, aber fehlt genau dann, wenn du sie mal brauchst. Willkommen zu einer Woche, in der Anerkennung kurz aufflackerte, während anderorts Minen klickten, Schlösser knackten und Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was Zusammenleben in Tschernorus eigentlich bedeutet. Also schnappt euch eine Pipsi oder etwas, das gerade in Reichweite ist, sucht euch einen ruhigen Ort und hört zu. Hier kommt mein persönlicher Wochenrückblick aus einer Gegend, in der Selbsthilfe eine Nebenwirkung haben kann und Ruhe nur ein Gerücht ist. Montag, der 12.01.2026. Raids und noch mehr Raids. Die Woche fing mit Größe an. Und nein, das ist kein Witz. In Beresino, dort wo die Beresino Union ihr Hauptquartier hat, passierte was Seltenes. Anerkennung. Die Beresino Union, die Beresino Boys, nennt sie wie ihr wollt, zeigte Haltung. Sie erkannte das kämpferische Geschick ihres Gegners an. Kein Nachtreten, kein Ja, aber, nur dieses knappe Nicken, das sagt, ja, dieses Mal wart ihr besser. Weniger elegant traf es die Schmetterlinge bzw. die Moskitos. Die Tanz- und Theatertruppe wurde in der Nacht geradet. Das große Theaterzelt weg. Und wenn man einer Gruppe, die von Geschichten und gemeinsamen Abenden lebt, das Zelt nimmt, dann nimmt man mehr als Stoff und Stangen. Am nächsten Tag gleich der nächste Angriff. Dieses Mal von der BZU. Man hielt ihre Base für die eines anderen. Fehler erkannt, schnell. Und jetzt der zweite seltene Teil dieser Woche. Es folgte eine Entschuldigung. Förmlich. Ein LKW mit Baumaterial wurde vorbeigebracht, als Ausgleich. Man habe sie nicht treffen wollen. Herz brachte Schmetterling nach oben und weil Herz Herz ist, blieb es nicht bei Worten. Ein Zelt, Nägel, Hilfe beim Wiederaufbau. Auch so kann's hier gehen. Selten, aber es geht. Was bleibt, ist ein Loch, wo das Theaterzelt stand. Und dann war da noch Last Hope. Feuerwehrmann Bastis Lager. Aufgebrochen. Material für das Community-Dorf weg. Die Fahne weg. Gezielt. In einem Zelt eine Sprengfalle. Basti trat rein. Als Bonus fehlten noch 48 Steaks. 48. Nicht 10, nicht 20. 48. Dafür reingelegt, ruinierter Pullover. Wie nett. Manchmal ist Tschernorus weniger brutal als einfach nur seltsam. Basti ließ sich nicht unterkriegen. Andere wären da längst eingeknickt. Am Camp in Prigorodki tauchte eine dunkelrote Olga auf, hupte und verschwand. Misha auf Durchreise? Wer weiß. Ultra erzählte später von einem Überfall auf Sneaky Snake. Überfall in Anführungszeichen. Am Ende bekam er von ihr und Carla Jane eine Zange. Misstrauen, Adrenalin und dann Werkzeug? Naja, passt. Ein Fremder tauchte am Camp auf. Shanky sprach ihn an. Hunger, mehr nicht. Er ließ eine Armbrust für Herz da, legte sie im Kochhaus aufs Bett und verschwand wieder. Wir wussten, wer er war, und für einen Moment reichte das. Chunky jagte später noch ein Wildschwein. Einfach, weil er es konnte. Und im Norden tauchten Bambis auf. Einer von ihnen schien sich als Sneaky Snake auszugeben. Am Ende war es dann doch. Problem? Zu nah an der Base. Er wurde erschossen. War einfach nicht sein Tag. Parallel verhärteten sich die Fronten. Ikea, BZU, Chicks. Gegen Misha, die Silberfische und vielleicht noch andere. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Am Abend war das Camp voll. Viele Bambis, viele Stimmen. Und dann der Angriff auf Yannick. Greenie und Kalle gerieten vor dem Camp mit ihm aneinander. Emotionen, Adrenalin, zu wenig Abstand. Yannick fiel ins Camp und starb. Ich war sauer. So richtig. Ich stellte Greenie zur Rede. Er entschuldigte sich. Nicht schön, aber nötig. Ich sagte klar, das geht hier gar nicht. Und dass ich beim nächsten Mal nicht diskutiere, sondern alle drei über den Haufen ballere. Manche Grenzen müssen ausgesprochen werden. Später kam Ben vorbei. Kurzes Gespräch. Von Misha tauchten Rashmi, Lakrosch und andere auf. Und irgendwer hatte den Boxring abgeschlossen mit einem Zahlenschloss. Wie witzig. Also durfte ich abends noch den Boxring frei raiden. Ein ziemlich passender Abschluss für diesen Tag. Dienstag, der 13.01.2026. Aufbau und Spannungen. Elektro, Campbetrieb. Aufbau statt Abbau. Ausnahmsweise. Weitere Unterstände wurden hochgezogen. Blackline, Jamet, Pinky, STLK, die üblichen Verdächtigen. Alle da und gingen auf Loot-Tour, Material besorgen. Lief erstaunlich ruhig, fast verdächtig ruhig. In Beresino war es weniger idyllisch. Gravedigger und der Senior wurden von Misha erschossen. Also zumindest glaubten sie, dass es Misha war. Gravedigger versuchte noch zu verteidigen, griff aber nicht an, zog sich zurück. Reichte halt nicht. Manchmal macht man alles richtig und trotzdem liegt man danach im Dreck. Tschernorus halt. Beim Zug-Event stolperten wir dann über 3 Fässer. Einfach so. Jamet, Blackline, Pinky, STLK schleppten 2 weg, ein weiteres landete im Turm von Solnitschny. Bert hatte den Turm gerade fertig gebaut, der erfreute sich, ehrlich. Manche Menschen brauchen Applaus, andere ein Fass im Turm. Im Norden gab es dann einen Angriff auf eine Base, wurde aber verteidigt. Mehr Drama gab es da ausnahmsweise nicht.
In Prigorодki unten wurde es dann persönlicher. Lady Bitstorm wurde von einem Fremden mit einer Axt angegriffen. Direkt am Camp. Ich war zufällig in der Nähe. Sehr zufällig. Ich stellte den Kerl. Beinschuss. Sauber. Leider kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb. Tragisch. Oder wie wir hier sagen, selbstgewählt. Ja, verdient hat er's. Es gab noch ein paar brisante Informationen an diesem Tag. Die bleiben hier aber genau da, wo sie hingehören. Unausgesprochen. Aber was man spürte, unser Chanarus ordnet sich neu. Große Pole entstehen, neue Bindungen, alte Loyalitäten werden geprüft, neu verhandelt oder direkt über Bord geworfen. 2 Fronten verhärten sich weiter. Man beobachtet sich, tastet sich ab, kämpft nicht immer offen, aber konsequent. Territorium wird markiert. Manchmal mit Worten, oft ohne. Die Beresino Union hat sich zurückgezogen. Aber sie sind noch da und sie lassen sich nicht unterkriegen. Mittwoch, der 14.01.2026. Unerwartete Spenden. Mittwoch, der Tag, an dem Dinge einfach auftauchten und keiner so genau weiß, warum oder von wem. Aber man nimmt sie trotzdem, dankend. Bert berichtete von John. Er traf ihn am Camp in Solnitschny, erklärte ihm, was wir hier treiben, wie die Camps funktionieren, wer baut, wer hilft und wer lieber nur guckt. Und ein bisschen später stand da plötzlich wie von Zauberhand ein weiteres Zelt mit Schleifsteinen, Werkzeug und 200 Nägeln. Einfach so. Bert bedankte sich beim anonymen Spender. Ob John damit was zu tun hatte? Wir wissen es nicht. Ich brachte Bert noch ein Fass nach Solnitschny. Es war sowieso so ein Tag, ein regelrechter Fässersegen. Herz verteilte sie an Leute, die dringend wieder eins gebrauchen konnten. Wenn Chanarus schon so chaotisch ist, kann man wenigstens versuchen, es halbwegs praktisch zu halten. Hans und Bert arbeiteten noch gemeinsam in Solnitschny. Sie nannten das Ganze scherzhaft Camp Herzbert. Ich habe nichts weiter dazu zu sagen, außer dass es irgendwie funktionierte. Bert bekam auch noch Sachen von Spacer zurück, die dieser gedroppt hatte, inklusive seines Huts. Er war zufrieden. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich traf später Bitwalker. Er berichtete von der Sprengfalle in Nagonoye, die hochgegangen war, und von einem Bambi in Solnitschny, das er getroffen hatte. Kein Drama, nur Information. Auch das gehört dazu. Weniger elegant lief's wieder bei Yannick. Yannick tat Yannick-Dinge und stieg in eine Base ein. Nicht rühmlich, muss man trotzdem erwähnen. Getroffen hat's natürlich wieder die Tanz- und Theatergruppe, die Moskitos. Langsam tun mir die Guten wirklich leid. Man klärte es. Yannick hatte keinen wirklichen Grund, außer Neugier. Und ich glaube ihm das sogar. Aber man stellte alles klar und half später sogar bei der Verteidigung, als sie erneut angegriffen wurden. Also eins muss man der Theatergruppe lassen. Sie haben ein Talent für den falschen Ort zur richtigen Zeit. Oder umgekehrt, je nach Perspektive. Natsu und ich bauten unterdessen weiter an der BWA. Am Camp tauchte später ein stilles Bambi auf, voll ausgestattet, weiße Armbinde, redete kaum. Vielleicht von Mischa, vielleicht auch nicht. Es blieb kurz und ging wieder. Wir jagten gemeinsam mit Rio einen weiteren Eber. Ein Moment, der einfach nur normal war. Dann Jay wurde krank. Die Tetras fehlten in Solnitschny, also fuhr ich los, füllte die Vorräte auf, brachte sie zurück. Jay konnte behandelt werden, Problem gelöst. In Novo gab es noch eine kleine Straßensperre. Von wem, wusste keiner so genau. Sie wurde wieder abgebaut. Wie vieles hier, kurz da, dann wieder weg. Mittwoch eben. Ein Tag voller Nägel, Fässer, Missverständnisse und überraschend wenig Medikament. Donnerstag, der 15.01.2026. 2 Flitzpiepen außer Kontrolle. Donnerstag. Wieder traf es die Theatergruppe. Das war jetzt schon der 4. Tag in Folge. Langsam frage ich mich, ob sie irgendwo ein Schild stehen haben, auf dem steht: Bitte raiden und campen Sie hier. Wer es diesmal war? Nun, ein alter kleiner Störenfried war zurückgekommen. Einer von der Sorte, die es einfach nicht lassen konnten, seine Nase in fremde Basen zu stecken. Die Rede war natürlich von Tabasco. Der war wohl nun nicht mehr im Trio unterwegs, sondern solo. Sein Markenzeichen war aber nach wie vor der pinke Teddy, den er gern überall hinterließ. Wie eine sehr persönliche Visitenkarte. Ich war mir ziemlich sicher, dass der Typ inzwischen versucht hatte, in jede Base dieses Landes einzusteigen. Aus Prinzip. Oder Langeweile. Oder beidem. Er versuchte es also bei der Theatergruppe. Er erwischte wohl auch eine von ihnen, wurde dann aber selber erwischt. Und ja, ich glaube, Yannick hatte seine flinken Fingerchen mit im Spiel. Wenn schon Fehler gemacht wurden, dann wenigstens später wieder ausgebügelt. Die Moskitos trafen dann noch auf einen alten Bekannten. Stimmung. Sie sahen ihn zuerst. Vielleicht rettete ihn genau das Leben. Man unterhielt sich, freundlich, ruhig. Für einen kurzen Moment fühlte sich alles fast zivilisiert an. Und in Prigo schlichen später noch ein paar Gestalten umher. Man konnte sie nicht näher identifizieren. Überall lag dieses Grundrauschen in der Luft. Raidversuche hier, Gerüchte dort, Nervosität überall. Jede Base wirkte plötzlich realistisch gefährdet. Da half es auch nicht, dass einer mit einer weißen Armbinde und einer Rauchgranate durchs Camp rannte. Naja, trotzdem lief am Camp das Leben beinahe normal weiter. Pinky brachte Herz ein paar Nägel vorbei, Basti angelte und grillte. Fast idyllisch. Fast. Yannick berichtete noch von einer verlassenen Base im Nordwest-Airfield. Offen, leer. Niemand wusste, wem sie gehört hatte, aber sie war eindeutig nicht mehr bewohnt. Pinky meldete später einen Überlebenden am Checkpoint. Einer humpelte Richtung Camp. Es stellte sich heraus, dass es wieder Yannick war. Er wollte keine Hilfe. Er wollte einfach sterben und neu spawnen.
Warum man sich dafür ausgerechnet auf Beton fallen ließ, wo man niemanden wirklich ordentlich beerdigen konnte, blieb mir ein Rätsel. Kleiner Servicehinweis der Samariter: Sterbt doch bitte auf Gras. Danke. Dann wurde Basti bei Tscherno aus einem Boot geschossen. Ziemlich übel. Wir konnten nichts mehr sichern. Am Camp tauchte erneut ein stilles Bambi auf. Und ein Geschenk mit 308er Muni lag plötzlich dort. Von wem wusste niemand. Aber man nahm, was man bekam. Und dann kam der Hammer. In den Abendstunden, eigentlich schon mitten in der Nacht, begann der Angriff auf Prigorodki. Zuerst wurde das Zelt am Boxring abgebaut. Dann begannen 2 ausgestattete Überlebende damit, am Camp selbst zu randalieren. Sie wussten genau, dass ich im Turm saß und lauschte. Die provozierten gezielt, wollten, dass ich mich zeigte. Sachen wurden auf den Boden geschmissen, durch die Gegend geworfen, auf die Straße verteilt. Ich hockte in meinem Turm und verstand die Welt nicht mehr. Ich wusste nicht, wohin ich zuerst schauen oder schießen sollte, also blieb ich erstmal ruhig. Dann redeten sie, ob wir Krieg oder Frieden wollten. Frieden? Ich hatte selten so gelacht. Und das sagte ich ihnen dann auch. Gratulierte ihnen dazu, an einem Camp Radau zu machen, das nicht gesichert war. Dann tauchte Nigo im Turm auf und Basti näherte sich von Osten her. Nigo wurde kurzerhand erschossen. Zack, Kopf, tot. Keine Chance zu reagieren. Als wäre es das Leichteste der Welt. Es waren 2 finstere Gestalten, vermutlich mit dunklen Mächten im Bunde. Ich verwickelte sie in ein Gespräch, in Trash-Talk, in alles, was sie möglichst lange am Camp hielt. Nicht aus Illusion heraus, was bewirken zu können, sondern weil mir klar war, wenn wir sie nicht banden, stoppte sie niemand. Dann würden sie weiterziehen und eine Basis nach der anderen stürmen. Sie behaupteten, sie würden das Camp respektieren und machten genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Ich nannte sie Flitzpiepen, erklärte ihnen die Camp-Regeln, aber zweifelte ihre Fähigkeit zu lesen an. Sie zeigten sich wenig beeindruckt, aber einer wurde dann richtig sauer. Sie wollten an mich rankommen, kamen aber nicht durch die Mauern durch. Der Turm war an dieser Stelle einfach zu massiv. Da hatte man leicht reden. Wir hielten sie so lange auf wie möglich. Nigo starb 2-mal, Basti ebenfalls. Yannick, der sich von Norden her näherte, wurde aus über 900 Metern direkt ins Bein getroffen, aber er traf seinerseits einen von ihnen auch. Am Ende zogen sich Nigo, Basti und Yannick zurück. Ich blieb noch, beobachtete und dokumentierte. Sie zogen kurz ab, da sah ich meine Chance und versteckte mich. Sie zogen Richtung Rostige Axt und wüteten dort, ehe sie wieder zum Camp zurückgingen. Scheinbar wollten sie wirklich an mich ran, denn nun sprengten sie das Tor des Turms mit Sprengstoff. Dilettantisch zwar, aber der Schaden war angerichtet. 2 Unterstände fielen und am Ende mussten sie noch mit der Axt und einer AK nachhelfen, bis der Rahmen endlich splitterte. Von Reden hatten sie offenbar keine Ahnung. Es tat weh, aber ich griff nicht mehr ein. Nicht aus Feigheit, sondern aus Vernunft. Gegen solche Gegner kämpfte man nicht frontal. Man merkte sie sich und gab den Kampf an die ab, zu denen er gehörte. Zum Glück war Herz nicht am Camp, das hätte sie vermutlich zerrissen. Sie zerstörten ihren geliebten roten Gunther Freundschaft, bewusst. Das tat weh, sehr. Aber immerhin wussten wir jetzt, dass sie hier am Camp gewesen waren und nicht in den anderen Basen. In den frühen Morgenstunden griff schließlich das Schicksal ein und verbannte diese beiden Gestalten aus unserem Tschernorus. Für immer. Wer sich mit dunklen Mächten verbündete, musste mit Konsequenzen rechnen. So einfach war das. Meine Rolle an diesem Tag war nicht ruhmreich. Ich hätte lieber gekämpft. Aber jemand musste bleiben, reden, provozieren, festhalten, verbal die Stellung halten. Und genau das hatte ich getan. Freitag, der 16.01.2026. Lagerfeuergeschichten und noch ein Einbruch. Freitag, der Tag, an dem selbst gute Nachrichten hier immer irgendwo einen Haken hatten. Tom, also Wundbrand Tom, den wir auch Slop Talk nennen, brachte Nägel vorbei und half mit Basti ein Stück beim Wiederaufbau des Camps. Einfach so, einfach machen. Herz bedankte sich und versuchte möglichst schnell von der Ostküste wieder nach Prigorodki zu kommen. In der Nähe des Rasthofs bei Nischneue fand sie eine Grillstelle. Offenbar hatte Gravedigger dort sein Domizil aufgeschlagen. Provisorisch, aber funktional. Tschernorus-Standard. Auf ihrem weiteren Weg war sie in Kamischowo schon ziemlich blutleer unterwegs. Zombies machten Druck, also sperrte sie kurzerhand alle in einer Garage ein. Routine. Dann kamen Yannick und Nigo vorbei, um sie nach Prigorodki mitzunehmen. Und genau da entdeckte Yannick einen roten Gunther, direkt an der Polizeistation. Herz hatte ihn übersehen. Nicht aus Dummheit. Sie hatte so wenig Blut, dass sie kaum noch Farbe erkannte. Ja, peinlich. Selina fand das auch. Herz war trotzdem einfach nur glücklich. Der Gunther war wieder da. Freundschaft 2.0. Ein kleines Detail fehlte noch. Ein Rad. 3 Reifen reichten nur für sehr begrenzten Optimismus. Yannick und Nigo brachten es später von Prigorodki mit. Problem gelöst. Abends meldete sich auch noch Rob. Er hatte den roten Gunther ebenfalls gesehen und meldete das Herz. Sie dankte. Ein kleiner Dienst, große Wirkung, trotz allem ein guter Moment. Carla und Ultra holten ihren gesicherten blauen Gunther ab, den Rio gefunden hatte. Endlich. Doch dann kam Tscherno. Color J wurde erschossen. Seine schwarze Olga war weg, geklaut, die Stimmung kippte. Herz setzte sich nach dem Wiederaufbau bewusst ans Lagerfeuer mit Selina. Über Funk erzählte sie eine Geschichte, auch für Nigo, der krank dalag. Männergrippe, akut. Sie erzählte die von der Schildkröte und den Vögeln. Passte. Vor allem, nachdem wieder jemand am Camp mehr gegessen hatte, als er eigentlich sollte. Nigo schlief ein.
Er widersprach später, er habe nicht geschlafen. Wir ließen ihn in dem Glauben. Im Norden versuchte ein nicht näher bezeichneter Überlebender Kontakt zu Misha aufzunehmen. Er sprach Jay an. Sie antwortete mit einer Granate. Nicht mein Stil, aber die Nerven lagen blank. Das zeigte auch, dass weitere Bündnisse wuchsen. Kurz darauf eine Explosion in Prigorodki. Ich kam zu spät. Turbo Tommy meldete, dass er nachts ein verdächtiges Bambi gesehen hatte. In Zusammenhang mit den Explosionen schoss er. Später stellte sich raus, eine Garage war geradet worden, ein Auto verschwunden und vor der Base lag ein voll ausgestatteter Toter. Vermutlich war bei der Sprengung was schiefgelaufen. Der Tote kam also als Bambi zurück, wollte seine Sache holen und wurde erwischt. Die Theatertruppe lernte, man merkte es. Das waren die Früchte dessen, was die ganzen Angreifer gesät hatten. Herz gefiel das trotzdem nicht. Auf Bambis schießen? Seit wann? Wir sicherten die Sachen, reparierten die Garage und versuchten, Schaden zu begrenzen. Gefahndet wurde nur nach einem blauen Adder, vermutlich Renato, und klar war, das würde Konsequenzen haben. Trotz Lagerfeuer, trotz Geschichten. Die Lage blieb angespannt. Samstag, der 17.01.2026. Eine Olga im Boxring. Der Tag, an dem klar wurde, dass sich Gennarus nicht mehr nur bewegt, sondern auseinanderzieht. Im Norden versucht es Misha wieder. Nach Tagen mit kleinen Gefechten, Abkämpfen und vorsichtigem Abtasten kam diesmal keine halbe Nummer, sondern eine Offensive. 2 Fahrzeuge wurden zerstört, 2 weiße Ader. Mehr musste man dazu eigentlich nicht sagen. Parallel knirschte es im Funk. Nicht wegen eines einzelnen Vorfalls, sondern wegen was Grundsätzlichem. 2 Sichtweisen prallten aufeinander. Die einen wollten hartes PvP, klare Kanten, Offline-Raids inklusive. Und wenn es nicht verboten ist, dann darf man es auch tun. Andere hielten dagegen. Dürfen darf man alles, aber müssen musst du nichts. Man kann auch mit Anstand handeln, aufbauen, reden, sich begegnen. Und sie fanden Offline-Raids ziemlich daneben. Beide Seiten waren überzeugt, Recht zu haben. Und genau da lag das Problem. Die beiden Pole zogen sich quer durch unser Gennarus. Noch war nicht abzusehen, wann der große Knall kam. Aber dass es krachen würde, das spürte man überall. Am Camp kümmerte sich Pinky, Jambit und Lina um das Nötigste. Tabasco tauchte ebenfalls auf, zog nach einer kurzen Unterhaltung aber weiter. Kein Teddy, kein Ärger. Am Straßenrand wurde eine Olga gefunden, mittelmäßig versteckt. Von wem sie war, wusste niemand so genau. Das Auto wurde kurzerhand in den Boxring gestellt und mit einem 3-stelligen Zahlenschloss versehen. So nach dem Motto, knackt es, dann gehört sie euch. Herz versuchte herauszufinden, wem die Olga gehörte. Schwieriger als gedacht. Viele meldeten sich gar nicht erst. Misha sagte klar, nicht unsere. Ein Bambi erkannte seine Chance, begann das Schloss zu knacken. Schaffte es auch. Und es stellte sich heraus, dass es jemand von der Beresino Union war und dass die Olga sehr wahrscheinlich ihre entwendete Dunkelrote war. Glücklich fuhr er davon. Dann kam der nächste Schlag. Aus Solnitschny meldete Tabasco, dass fast alles abgebaut worden war. 16 Unterstände. Ein Zelt fehlte ebenfalls. Das hier war kein Streich. Für Bert und Herz war es ein harter Treffer. Herz zog sofort los, räumte auf, sortierte, stellte Ordnung her. Wie immer. Trotzdem war es ein Affront. Einer von der Sorte, bei der man hofft, dass der Verursacher irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Denn Camps plündern, die ehrenamtlich betrieben werden, ohne Not, ohne Anlass, das wollen wir hier nicht. Im Norden gab es noch ein weiteres Scharmützel und in Prigorodki waren fast alle Benzinkanister leer. Hatte die etwa jemand ausgetrunken? Ein echtes Problem. Am Abend tauchte Basti mit Whisky am Camp auf. Ein seltener Anblick. Man redete, man tauschte sich aus. Später half er der Beresino Union, einen gefundenen LKW flott zu machen. Und der Glückspilz fand bei Kotzlovka noch einen weißen Ader, den er ebenfalls instand setzte. Ein kleiner Ausgleich nach den großen Verlusten. So endete dieser Samstag, mit Fronten, die sich weiter verhärteten und ein paar Menschen, die trotzdem versuchte, Dinge wieder gangbar zu machen. Sonntag, der 18.01.2026. Von Trauerarbeit und Autotausch. Sonntag. Der Tag, an dem niemand mehr ernsthaft behauptete, das alles hier sei noch ein Missverständnis. Es gab wohl einen Offline-Raid bei den Silberfischen. Wobei, selbst bei dem Begriff herrschte wohl große Uneinigkeit. Ob nun online oder offline oder irgendwas dazwischen, darüber stritten sich wie immer die Geister. Fest stand, es wurde eingebrochen und es traf die Silberfische. Nicht groß, nicht episch, aber eindeutig. Sora meldete ein LKW bei Sabalotje. Abholbereit war theoretisch. Praktisch fehlten Batterieräder und alles, was man brauchte, um damit zu fahren. Also blieb es bei der Meldung. Tom von der Beresino Union, also Sloptag, wurde fast von 2 Überlebenden niedergestreckt. Fast. Er entkam. Knapp, aber lebendig. Weniger Glück hatten Nico und Selina. Sie wurden bei Severograd aus ihrem Auto geschossen. Später fanden sie das Fahrzeug wieder, ohne Reifen, ordentlich abgestellt. Das ließ eigentlich nur einen Schluss zu. Das war persönlich. In Last Hope fehlten plötzlich 8 Leuchtfackeln. 8. Und wir fragten uns ernsthaft, wer so viel beleuchten musste. Eine sehr ambitionierte Trauerarbeit? Vielleicht hatte wirklich jemand mit den Steinen des Flaggenmasts ein Mausoleum oder eine Pyramide für die verstorbene Verwandtschaft errichtet und musste nun alles ausleuchten. Wir wussten es nicht. Aber die Fackeln waren weg.
Indolina fand jemanden frisch gespawnten blauen Ader und übergab ihn Herz. Und Herz hatte natürlich sofort eine Idee. Der weiße Ader war ja gerade zur Beresino Union zurückgebracht worden. Denen fehlte aber eigentlich ein blauer. Und der weiße gehörte wiederum jemand ganz anderem, wie ich wusste. Also bat ich Herz, die Verhandlungen einzuleiten. Weißer Ader gegen blauen Ader. Mal sehen, was draus wurde. Schmetterling hatte bei der Theatergruppe genau einen Tag Ruhe gehabt. Dann ging's weiter. Sie trat in Trikresta auf eine Mine, Beinbruch, wurde dann vor ihrer Base erschossen und später auch noch von Zombies in Prigorodki genervt. Man konnte ihr wirklich nichts vorwerfen, außer Pech. Sehr viel Pech. Am Camp traf ich Kurahi, Greenies Freund. Und jetzt, da er mir sagte, wie man seinen Namen aussprach, konnte ich ihn auch noch so nennen. In Solnitschny half ein Fremder beim Zombieschlachten. Wir wussten nicht, wer er war, aber er half. Manchmal reichte das. Es fiel ein Schuss vom Berg auf eine helfende Hand, aber sie entkam. Vom Schützen fehlte jede Spur. Aus Richtung Elektro hatte man Raid-ähnliche Schüsse. Cripsy meldete einen Spieler vor seiner Base und eliminierte ihn. British Style. Bei Selina und Jamet tauchte in Prigorodki dann ein Fremder auf. Wer er war, stellte sich erst später raus. Melo. In einer Holzkiste tauchte 308er Muni auf. Das Muster war bekannt. Am Boxring hing wieder ein Viererschloss und dann kam die Auflösung. Es war Melo gewesen. Er hatte sich den Spaß erlaubt, nach dem Motto, ihr könnt doch nicht einfach ein Tor offen lassen. Er öffnete es wieder, Botschaft angekommen, aber Herz wird es trotzdem nicht verschließen, auch wenn ich das doofe Ding immer wieder aufs Neue aufschießen muss. Mensch, Herz. Whisky stellte sich bei den Moskitos, also der Theatergruppe vor, nachdem sie einen langen Tag hinter sich hatten und bot Fleisch an. Nigo war dabei. Die Moskitos waren erst misstrauisch. Sie fragten, ob das Fleisch explodieren könne. Am Ende lachte man. Eine gute Truppe. Eine Klarstellung muss noch sein. KYS stellte klar, dass sie Lost Hope nicht abgekämmt hatten. Es hatte einen Zwischenfall mit einem Unterstand gegeben, ja, aber fürs Absnipen von Basti in der ersten Woche übernahmen sie keine Verantwortung. Das muss ich an dieser Stelle noch sagen. Abends traf Herz im Camp noch Greenie. Man saß am Feuer, Herz erzählte eine kleine Geschichte über Silberfische, dann ging Greenie wieder und ganz zum Schluss erwischte es noch Basti, oben in Tischina. Wölfe, mehrere. Zum Glück war jemand in der Nähe, sicherte seinen Stuff und schloss alles weg. Basti kam also mit einem blauen Auge davon und so endete diese Woche. Nicht ruhig, nicht sauber, aber vollständig. Fazit. Und damit, liebe Aufbauhelfer, Frontenverschieber, Schlüsselknacker, Lagerfeuersitzer, Steinstibitzer und Menschen mit einer sehr festen Meinung darüber, wie man hier zu überleben hat, das war sie diese Woche. Eine Woche, in der Größe gezeigt wurde und im gleichen Atemzug wieder anderorts eingerissen ist, in der Zelte verschwanden, Fahrzeuge getauscht wurden und Anerkennung manchmal lauter wirkte als jeder Schuss. Und in der sich immer deutlicher zeigte, dass Tschernorus gerade nicht nur um Territorien kämpft, sondern um Vorstellungen. Herz tat, was Herz immer tat. Sie baute auf, sammelte ein, sortierte, verhandelte und setzte sich ans Feuer, während ringsrum alles nach Eskalation roch. Sie hielt Dinge zusammen, die andere längst aufgegeben hatten. Nicht aus Naivität, sondern aus Sturheit. Der guten Sorte. Und ich hörte zu. Ich merkte mir, wer Verantwortung übernahm, wer sie weiterreichte und wer sehr überzeugt davon war, dass es schon irgendwie anders geregelt werden würde. Ich sammelte Namen, Muster und diese kleinen Pausen im Funk, in denen man merkte, dass etwas gerade kippte. Diese Woche war kein Wendepunkt, sie war eher ein Riss. Einer, den man nicht sofort sieht, aber der größer wird, wenn man so tut, als wäre nichts. Wenn ihr mich braucht, ich bin irgendwo zwischen Wiesen und Wald mit abgenutzten Stiefeln, einer halbvollen Pipsi und einer Geduld, die diese Woche öfter getestet wurde, als mir lieb war. Nummer 371, Ende.